Kleiss, ich bin Orgelbauer. Die Werkstatt, die ich leite, ist die Orgelbauwerkstatt meines Urgroßvaters, die 1882 gegründet worden ist. Und seitdem bauen wir Orgeln in Kirchen und Konzertsälen. Die größten Herausforderungen bei der Elbphilharmonie-Orgel waren eigentlich überhaupt in diesen Raum, der so komplex dreidimensional ist, eine Orgel zu integrieren, die zwei Standorte der Orgel im Reflektor und im Hauptorgelstandort miteinander klanglich zu verbinden und ein musikalisches Konzept zu schaffen, was die symphonische Aufgabenstellung der Orgel im Vordergrund sieht. Am Anfang jedes Projektes steht ein intensiver Planungsprozess, dass alle Detailbereiche abgestimmt werden. Und nach dieser langen Planungsphase begann dann bei uns die Werkstattfertigung. Da gibt es für uns eigentlich zwei Bereiche. Zum einen den Holzbereich. Das Holz ist bei uns jahrelang vorher gelagert worden. Fertigen dann die Windladen, fertigen die Kanäle, aber auch eben die Trakturteile, die wir brauchen zur mechanischen Verbindung zwischen Taste und Ventil. Und gleichzeitig parallel dazu der zweite Bereich, und der fängt eigentlich mit dem Werkstoff Zinn in Barren an. Aus diesen Zinnbarren fertigen wir eine Zinnlegierung und diese Legierung gießen wir dann in Bleche. Und aus diesen Zinnblechen, die werden dann zunächst zugeschnitten, dann werden die in ihrer Dicke nach oben hin ausgedünnt und daraus werden dann die Pfeifen rundiert. Nach dem Pfeifenbau folgt dann, was der Intonateur dieser Orgel mal liebevoll Pfeifenkindergarten nennt. Das ist der Prozess, wo einer Pfeife, die zunächst nur sauber gebaut ist, die Grundlagen des Sprechens beigebracht werden. Die endgültige Intonation kann dann natürlich erst im Raum vor Ort in der Elbphilharmonie ausgeführt werden. An dem Tag, wo ich diese Orgel zum ersten Mal gesehen habe, war diese Orgel um vielleicht ein Drittel oder Hälfte fertig. Und ich habe wirklich ganz vorsichtig angefangen, sie anzutasten. Da habe ich schon verstanden, dass diese Orgel sehr stolz, sehr unabhängig und auch sehr innovativ ist. Und diese dynamische Breite, was diese Orgel besitzt, ist nicht oft zu finden in Konzertsälen. Diese individuelle Register, vor allem natürlich 4 Register in Reflektor, was einzigartig ist und was nur hier in der Elbphilharmonie zu erleben ist. Das alles zusammen macht schon diese Orgel besonders. Ich freue mich schon auf moderne Orgelmusik am meisten, muss ich sagen. Natürlich, hier klingt Romantik gut, Bach klingt gut, aber moderne Werke und vor allem mir ist ganz wichtig, dass zeitgenössische Komponisten für diese Orgel komponieren und komponieren werden, das weiß ich schon, damit nach 10, 20, 50 Jahren wir ein Hamburger Orgelbuch hier haben und vielleicht einen Abend nur mit Werken besetzen können, die für Elbphilharmonie Orgel komponiert worden sind.